Peace Leute, was geht ab? Ich bin Kostas Kind, herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, wir haben tatsächlich die letzte Woche unseres Jahres in London erreicht. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach gerade weird. Ich kann das gar nicht glauben, dass einfach ein fucking Jahr vorbei ist. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass es ganz cool wäre, heute mal so eine Art Recap zu machen. Das heißt, mal zu überlegen, was in dem Jahr passiert ist, was ich in dem Jahr so gelernt habe, welche Eindrücke ich gewonnen habe und weiß ich nicht, worüber ich vielleicht meine Meinung geändert habe. So, bevor jetzt die nächste Großfamilie durch mein Bild tanzt, würde ich sagen, halt ich einfach die Fresse und wir fangen an, okay? About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Also Leute, wir sind jetzt auf High Street Camp. Hier bin ich jeden Tag mit Ivy lang gelaufen, um zum Park zu kommen. Also es ist halt Kensington Area so, ne? Als wir hierher gezogen sind, hatten wir noch keine fucking Idee davon, dass Kensington einfach der teuerste Bezirk in scheiß London ist. Das erklärt auch die Mietpreise. Würde ich, wenn ich es wüsste, jetzt nochmal hierher ziehen, also von der Location auf jeden Fall, dann ist es mega schön. Vom Preis her. Ich will einfach nur einmal in meinem Leben die hier essen, aber natürlich sind sie nicht vegan. Das ist, glaube ich, der Ort, an dem ich ungelogen die meiste Zeit verbracht habe, weil ich immer mit Ivy 3 Stunden im Park morgens bin. Und an dem ich auch die meisten Leute kennengelernt habe. Ihr kennt das doch, ne? Dass man sagt so, British Politeness ist doch so der Stereotyp, dass Briten immer mega höflich sind. Und dann ist das passiert. Eine sehr britische Frau hat zu einer Freundin von mir, die, ich weiß nicht, asiatische Wurzeln hat, gesagt, dass sie eine wertlose Ratte ist und sie mal in ihr Land zurückgehen soll, aus dem sie kommt. Where's them British Politeness now, huh? Jill? Das ist natürlich nicht so der Regelfall, ne? Ich meine, so Spinner gibt's überall. Aber an sich, jetzt so nach dem Jahr, muss ich echt schon sagen, ich habe das Gefühl, die Leute hier sind wirklich offen. Also viel offener, viel, weiß ich nicht, wie sagt man das so, welcoming towards other people, so, gerade wenn man das mit Berlin vergleicht. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Beispiel Komplimente von Fremden bekommen habe, dass Ivy total toll aussieht, dass meine Haare cool sind oder whatever so, also das ist schon nice. Und wo wir gerade davon reden, wie offen Leute in London sind, dieser Typ da hat mich auf der Straße angesprochen, weil er mich mit der Kamera gesehen hat, sich nach meinem YouTube-Kanal erkundigt und mich direkt abonniert. Leute, wenn ihr mich schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr ja, dass ich Laufen hasse. Ich bin hier, ich weiß nicht, vor so 2 Monaten in eine Workout-Gruppe gekommen. So die ersten Monate, wenn wir hier im Park waren, habe ich mich immer über die Leute lustig gemacht, die hier trainiert haben. Ja, jetzt bin ich selber einer von denen geworden. Und falls ihr euch fragt, wie wir heißen, wir sind die Peaches, weil unsere Asses alle aussehen werden wie Peaches nach dem Training. Ja gut, Leute, also ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir in Kensington leben und dass das die reichste Ecke aus England ist. Das hier ist South Kensington und South Kensington ist die reichste Ecke aus Kensington. Und die Leute... Also die Leute, die hier wohnen, die spucken auf Leute, die da wohnen, wo ich wohne. Und jetzt gehen wir schnell weiter, weil sie die gerade getweetet und hier steht Princess Gate Court und tschüss. Ja gut, ich glaube, wir haben gerade bei dem geklingelt. Bei Princess Gate Court, weil da irgendjemand durch die Sprechanlage gesagt hat, Hola! Ich habe gelernt, wieder ein Fan zu sein. Hier, ich meine, wir sollten ja auch anders sein, ne? Anja, die die Kamera hält, hat gerade schon gesagt, natürlich sind wir bei Hamilton. Leute, ich habe hier einfach so coole Sachen erlebt. Also erstmal war ich mit dem Hamilton-Darsteller. Das ist natürlich mich zu verdanken, weil er der überkrasseste Fan ist und er deswegen von ihm auf Twitter angeschrieben wurde. Aber wir waren da hinten mal zusammen was trinken und dort hatte ich den überkrassesten Fanboy-Moment. Da war nämlich die, also eine andere Schauspielerin, die ich vorher bei den Treffen an der Stage Door nie gesehen habe. Ich habe die immer verpasst und dann stand sie dort
bei meinem Lieblingsasiaten und das war so richtig peinlich. Sie war halt da und ich war da und ich war so, oh mein Gott, das ist sie, das ist sie. Und Nick war so, hör auf, die ganze Zeit dahin zu gucken. Sie weiß, dass du über sie redest, geh jetzt hin. Oder du machst genau das, bei dem du mal sagst, dass das total unangenehm ist, wenn Leute das bei dir machen. Komm, wir gehen mal ein Stück weiter. Ich habe hier wirklich so gesehen, wie unterschiedlich Kultur in Städten und Ländern sein kann. Nick hat nämlich letztens zu mir gesagt, und das fand ich voll spannend, dass er sich in Deutschland immer so ein bisschen verloren gefühlt hat mit dieser Leidenschaft, aber hier ist es einfach voll das Ding. Okay, ich wollte euch noch ganz kurz zeigen. Jetzt sind wir hier am Trafalgar Square und hier haben wir so einige unserer coolsten Wochenenden erlebt. Zum Beispiel haben wir hier das West End Live Festival, das war einfach mega abgefahren. Hier war alles voll mit Leuten, eine riesige Bühne und ja, Musical-Shows. Dann war hier auch Gay Pride, hier war auch der Animal Rights March und ich wollte es einfach nur kurz zeigen, weil ich mit diesem Ort einfach viele schöne Erinnerungen verbinde. Ich werde diesen Pub vermissen und... Nein, nicht weil ich ein Alkoholproblem habe, sondern, keine Ahnung warum, aber in diesem Pub, immer wenn wir, also auch wenn wir im Urlaub hier waren oder wenn irgendwas passiert ist, haben Mick und ich uns hier getroffen und das war immer unser Laberpub. Immer wenn wir hier waren, haben wir stundenlang gesprochen und ich habe das Gefühl, so auch die großen Pläne für London und so, das ist hier passiert. Bye bye, Chandos. Was mir an diesem Jahr mit am besten gefallen hat, ist, dass ich wirklich so viele Leute von überall aus der Welt kennengelernt habe. Und ich habe wirklich das Gefühl, das klingt jetzt voll komisch, aber dass das meinen Horizont voll erweitert hat. Ich kannte bis dahin halt nur so deutsche Leute und ja, so die Kultur aus Deutschland und aus Zentraleuropa. Und jetzt habe ich einfach Leute aus Indien, Libanon, Frankreich, überall kennengelernt und das ist einfach mega, mega cool. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass in Deutschland zum Beispiel ist es doch so, wenn du zu einer Party gehst, dann ist es ganz normal, dass du was mitbringst. Ansonsten bist du ein unhöflicher Schnorrer. Aber in Indien ist es anscheinend so, dass es als unhöflich angesehen wird, wenn du selber etwas mitbringst, weil es die Aufgabe des Hosts ist, ja, alles bereitzustellen. Und wenn du denkst, dass du dein eigenes Zeug mitbringen musst, dann sagst du damit aus, dass du dir zu fein bist, das zu nehmen, was angeboten wird. Ja, ja. Und übrigens, das Leicester Square, glaube ich, mein aller Lieblingsplatz aus ganz London. Irgendwie ist das voll komisch. Auf der einen Seite habe ich mich so sehr an dieses angenehme Leben in London gewöhnt, mit solchen Sachen wie, dass einfach Sonntag alle Läden aufhaben, dass die öffentlichen Transportmittel so viel fortgeschrittener sind als in Deutschland. Ich habe das Gefühl, London ist sowieso Deutschland so einen Schritt voraus. Aber auf der anderen Seite war ich das ganze Jahr auch nicht einmal beim Arzt zum Beispiel. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, keine Ahnung, das sind bestimmt gute Ärzte, aber irgendwie traue ich denen nicht. Irgendwie, wenn ich in Deutschland bin, weiß ich, dass es mir da gut gehen wird und so. Und ich bin richtig misstrauisch, wenn es um solche Sachen in einem anderen Land geht. So, voll weird, oder? Wenn wir feiern waren, war es meistens so in dieser Area. Das hier ist das Soho, das Schwulen- und Künstlerviertel. Das ist übrigens der Club, in dem mich die beiden Typen hart angeflirtet haben, als mein Boyfriend dabei war. Falls ihr das sehen wollt, könnt ihr das Video ja mal auschecken. Ja, ach man, das ist hier schon einfach die coolste Area und man fühlt sich hier einfach mega safe. Jetzt so rückblickend finde ich fast ein bisschen schade, dass wir die meiste Zeit nur in West-London verbracht haben und relativ wenig von East London gesehen haben und darüber hinaus auch eigentlich nichts anderes außer Brighton von England mitbekommen haben. Und also ich meine, ich liebe London, ne? Und ich bin auch froh, dass wir hier waren, aber ich habe das Gefühl, wenn du immer in so riesige Städte gehst, kriegst du eigentlich nicht so viel von der wirklichen Kultur des Landes mit, weil die Großstädte sich ja alle irgendwo ähnlich sind. Ich war einmal ein Wochenende auf einem richtigen Dorf in England und ich glaube, das war wirklich so das Dichteste, was ich so davon mitbekommen habe. Oh ja, das wollte ich nur kurz erzählen und wenn ihr mal hier seid, dann checkt diese Gegend aus, denn sie ist awesome. Ja. Ich habe Monate gebraucht, um zu bemerken, dass das von Doctor Who ist. Okay, das hier ist jetzt Earl's Court Station. Das bedeutet mir natürlich viel, weil das der Ort ist, an dem ich gewohnt habe. Die meisten Leute, die ich kenne, wohnen, weiß nicht, so 5 bis 10 Minuten von hier entfernt. Am Anfang, als wir hergezogen sind, wurde mir gesagt, dass das nicht unbedingt üblich für London ist, dass alle Freunde so dicht zusammen wohnen. Ich liebe es einfach, dass wenn ich Bock habe und ich mich spontan mit jemandem treffen will, kann ich einfach sagen so, yo Anja, hast du Zeit? Und wir treffen uns in 10 Minuten und ich finde, das macht das Leben einfach so schön. Ich habe wirklich über dieses Jahr wieder gelernt, wie viel mir das bedeutet und ich wünsche mir so sehr, dass egal wo ich jetzt als nächstes lebe, also erstmal Potsdam, aber dass das da auch so sein wird, weil, ja, das ist schön.
So Leute, unsere Reise durch London City ist jetzt beendet. Ich bin wieder zu Hause. Was kann ich jetzt abschließend über das Jahr sagen? Es war auf jeden Fall krass. Es war auf jeden Fall krass und ich möchte es nicht missen. Denn tatsächlich stand es eigentlich schon immer auf meiner Bucketliste, dass ich mal außerhalb von Deutschland leben möchte. Einfach um meinen Horizont zu erweitern und einfach mal einen Eindruck von einem anderen Leben zu bekommen. Und das ist mir auf jeden Fall gelungen. Trotzdem muss ich aber auch sagen, es waren auch viele krasse, anstrengende Zeiten dabei. Das Jahr war auf jeden Fall challenging und herausfordernd. Gerade für mich als Person, für meine Arbeit und auch für meine Beziehung. Ich denke, so ein Stück weit ist es auch normal, weil wenn man so große Veränderungen hat, dann muss man sich ja immer erst wieder anpassen und das ist ganz normal, dass das zeitweise schwierig sein kann. Ich denke, ich habe erkannt, dass ich die Fähigkeit habe, mich einzuleben. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber lass mich erklären. Guck mal, als wir hierher gekommen sind, hatten Mick und ich eigentlich die perfekte Voraussetzung dafür, unser ganzes Leben lang da oben in unserer Wohnung zu verbringen. Weil wir ja beide selbstständig sind, wir können von zu Hause arbeiten, das heißt, es bestand überhaupt kein Muss, dass wir rausgehen und überhaupt andere Leute kennenlernen. Ich meine, das war ja nicht Sinn und Zweck der Sache, das wollten wir ja nicht, aber theoretisch hätten wir es machen können. Jetzt, ein Jahr später, ist es so, dass wir einfach so viele Leute hier kennen. Unsere Nachbarn sind unsere besten Freunde, wir kennen hier so viele Leute, wir kennen die Area und ich habe das Gefühl, besser als wir uns hier eingelebt haben, kann man sich eigentlich nicht einleben. Also ich könnte jetzt problemlos, ich meine das wirklich ernst, ich könnte jetzt problemlos hier noch 5 Jahre leben. So mein Leben könnte einfach so, wie es jetzt ist, weitergehen. Keine Ahnung, irgendwie gibt mir das so ein richtig wohliges, beruhigendes Gefühl und pusht mein Ego, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es hier geschafft habe, so guten Anschluss zu finden und weiß ich nicht, mit meiner Art, Leute um mich zu sammeln, warum soll ich das woanders nicht auch schaffen? Denn ich kann mich noch daran erinnern, bevor wir hierher gezogen sind, habe ich mit Tommaso, einige von euch kennen ihn sicher, auch darüber gesprochen und ich meinte so, ja, ich freue mich voll auf das Abenteuer, aber was ist, wenn wir einfach keinen Anschluss finden, wenn wir keine coolen Leute kennenlernen, wenn wir nach kurzer Zeit einfach schon mega Heimweh nach Deutschland haben, weil wir uns dort einfach nicht einleben und ja, jetzt, look at us now, ein Jahr später und das finde ich einfach mega, mega, mega cool. Wenn du dir auch über solche Sachen Gedanken machst, man muss einfach offen sein und auf Leute zugehen. Weil wir uns auch gerade in der Anfangszeit gesagt haben, nein, wir gehen jetzt raus, wir sprechen Leute an, wir wollen, dass wir uns hier zu Hause fühlen und das war, glaube ich, genau der richtige Weg und deswegen ist das jetzt hier alles so cool. Jetzt aber freue ich mich auch auf Deutschland, ey. Ich werde den Rückzug nach Deutschland wieder mitfilmen, den gibt es dann nächste Woche Freitag und dann, ich hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, bis dann!